Oh ja. Ja, der kommt nicht schlecht. Der kommt nicht schlecht. Geh rein. Okay, jetzt wird's langsam unheimlich, würde ich sagen. Ich mit meinem Gips bin da eh das perfekte Opfer. Geh rein. Das ist mal ein sehr, sehr nettes Birdie, würde ich sagen. Par 4, 344 Meter. Es ist relativ schmal und deshalb habe ich mich für ein Eisen 4 entschieden, um hoffentlich den Ball ins Spiel zu bringen. Schönes Spiel. Ganz leicht rechts, aber mit der Böschung sollte der Abschlag passen. Schlag 2, Eisen 7. Es sind 159 Meter gegen den Wind. Die Balllage ist okay, allerdings liegt der Ball im Semi-Rough. Das heißt, ich nehme ein Eisen mehr. Bei all meinen Eisenschlägen achte ich stets darauf, dass meine Schlagfläche früh in Position gebracht wird und dass ich dann mit wenig Rotation, mit wenig Schlagflächenrotation durch den Ball durchkomme. Und damit sollte ich die Richtung bestmöglich bestimmen können. Also Schlag 2, Par 4. Eisen 7. Die Richtung passt genau. Jawohl. Loch 1 und gleich ein Putt zum Birdie. Heute, beziehungsweise das heutige Video, ist eine Putter-Review. Und um welches Gerät es heute geht, das werde ich dir gleich verraten. Oh ja, das ist mal ein guter Start. Heute geht's um Lap Golf. Lap steht für Lie Angle Balanced. Und was das bedeutet, ja, darauf möchte ich gleich ein wenig näher eingehen. Und bevor ich näher darauf eingehen kann, muss ich hier am Par 5 die Kugel mal schnellstmöglich aufs Grün bringen. Par 5, 429 Meter, Wind von rechts, sollte mir helfen, einen kleinen Draw hier reinzubringen. Ja, der kleine Draw sollte eigentlich ganz gut passen. Schlag 2. 181 Meter Rest, spielt sich wie 174, nach wie vor Wind von rechts. Ich entscheide mich für ein gemütliches Eisen 6. Es geht eben bergab und beim Schlag bergab ist es enorm wichtig, das Gewicht von Haus aus am linken Fuß zu platzieren und am linken Fuß zu halten. So, was geht da? Naja, ein suboptimaler Treffer Richtung rechter Grünkante. Ja, keine Ahnung, wo das Ding liegt. Die wird zurücklegen und weiter geht's. Ein langer Putt zum Igel quer übers Grün. Normalerweise würde ich den vielleicht chippen, aber es ist ja heute eine Putter-Review und deshalb kommt natürlich der Lap Golf Putter zum Einsatz. 3-4% von rechts nach links und ich würde sagen, es sind, ja, keine Ahnung, 20 bis 25 Meter. Lap Golf Putter. Ja, der kommt nicht schlecht. Der kommt nicht schlecht. Geh rein. Wow. Das war mal ein richtig guter Putt. Einer meiner besten Putts der letzten Zeit, würde ich sagen. Lap Golf Putter, wofür steht Lap Golf? Lie Angle Balanced. Ich habe es schon gesagt und das bedeutet nichts anderes als das, dass der Putter eben auf diesen Leihwinkel, mit dem du spielst, angepasst wird.
Das heißt, die Gewichte unten werden so verteilt, dass der Putter dann, wenn du mal dein Setup gefunden hast, wirklich in Balance schwingt. Das heißt, er dreht weder in diese noch in diese Richtung. So, ich nehme dich gleich mit. Das sollte doch, wenn alles gut läuft, das nächste Birdie werden. Also der Putt war richtig, richtig gut. So, da haben wir den Putter. So sieht er eben von oben aus. Und so hört sich's an, wenn der Ball im Loch verschwindet. Loch 2, Birdie 2, das ist mal ein gelungener Start. Und nun ein kleiner Exkurs, wie ich zu diesem Putter gekommen bin. Ich habe Golf geschaut auf Sky und habe festgestellt, dass Adam Scott sich in den letzten Jahren deutlich beim Putten verbessert hat. Und Adam Scott war einer der ersten Golfer, der eben mit so einem Ding gespielt hat. Dieses Ding ist eben ausbalanciert auf den jeweiligen Leihwinkel. Das heißt wiederum, dass eben der Putterkopf im Verhältnis zur Schwungbahn weder öffnet noch schließt, wenn man ihn machen lässt. Denn ich habe den Fehler gemacht bei den ersten Wochen, als ich ihn getestet habe, dass ich zu kurz ausgeholt habe und dann den Putter verkantet habe. Ich habe quasi Kraft auf den Putterkopf ausgeübt und das mag dieses Ding gar nicht. Das heißt, solltest du Interesse haben an einem Lie-Angle Balanced Putter, dann möchte ich dich bitten, lass den Putter arbeiten. Versuch weit genug auszuholen und versuch gemütlich durchzuschwingen. Versuch den Putter keinesfalls in irgendeine Position zu zwingen. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann eben diese Firma angeschrieben, weil ich wirklich an dieser Technologie sehr interessiert war und habe gefragt, ob ich vielleicht einen Putter testen könnte. Und die Antwort war nein. Und ja, da war ich ein wenig überrascht. Nein im Sinne von, der Chef dieser Firma hat mir gesagt, er kann mir keinen zum Testen schicken, denn sie verkaufen nur Putter, die gefittet sind. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn man von der Stange her 70 Grad Leihwinkel hat, einen 70 Grad Putter, Leihwinkel Putter, jedem in die Hand zu drücken. Denn dann passt das ganze Konzept ja erst wieder nicht. Mein Putter zum Beispiel hat einen Leihwinkel von 68 Grad. Einer meiner Schüler hat erst unlängst einen Putter bestellt und hatte 75 Grad Leihwinkel. Das heißt, jeder Leihwinkel ist anders, jeder Putter wird speziell für den jeweiligen Spieler gebaut und auf den Leihwinkel hin wird dann eben das Gewicht angepasst, um eben gut schwingen zu können, ohne sich dabei zu verkanten. So, das ist der kleine Exkurs zum Thema Lap Golf Putter. Loch 3 ist nun ein kurzes, 313 Meter langes Par 4. Auf der linken Seite ist viel Platz, rechts eher weniger, Wind von links und deshalb soll es nun der Fade werden, der links auf die Birken startet und dann zurück reinkurvt. Jawohl, der passt. Rechter Fairway-Rand. 85 Meter Rest. Mit dem Slope sollen es laut Laser 91 Meter sein. Ich habe ein 52 Grad Gap Wedge in der Hand und stehe eben etwas schmäler, um etwas Länge rauszunehmen. Kontakt ist gut. Keine Ahnung, wie es mit der Länge aussieht. Vielleicht ein wenig lang, würde ich sagen. Mal schauen. Putt zum Birdie. Das dritte Birdie in Folge, das wäre doch schon wirklich kitschig bei einer Putter-Review. Wichtig bei diesem Putter ist eben, dass man weit genug ausholt, um den Putter selbst schwingen zu lassen. Ich liebe es, die Daumen wegzunehmen, ähnlich wie beim Chippen, um wirklich dem Putter eine gewisse Eigendynamik zu übergeben. Schade, das wäre dann doch schon zu viel des Guten gewesen. Ein weiteres cooles Feature, das dieser Putter hat, ist das, dass man den Ball relativ simpel aufheben kann. Und damit geht es weiter zum nächsten Loch. Mit einem 268 Meter kurzen Par 4. Allerdings, man sieht es ganz gut, heute mit starkem Gegenwind. Das heißt, es braucht dann doch einen recht guten Drive. Richtung idealerweise wäre
der rechte Bunker. Kleiner Fade soll es wieder werden bei mir. Ja. Kleiner Fade, ganz leicht rechts am rechten Bunker vorbei. Ziemlich genau auf Bunkerhöhe, da bin ich nicht unzufrieden. 35 Meter Rest, ein kleiner kurzer Pitch, Release 2. Ähnlich wie beim Putt gerade besprochen, empfehle ich fast allen meinen Schülern folgende Übung immer mal wieder einzubauen, im Short Game generell, nämlich die, dass man die Daumen, und zwar beide, vom Schlägergriff wegnehmen sollte, damit man einmal ein Gefühl bekommt, wie fest man den Schläger, speziell die Wedges, eigentlich greifen sollte. Und was es heißt, dem Schläger eine gewisse Eigendynamik zu übergeben. Also, Schlag 2, leichter Gegenwind, das heißt, der Ball wird etwas schneller stoppen, was mir in dieser Situation hier natürlich ein wenig hilft. Über den Bunker, ich brauche Höhe und habe am Grün dann unter Anführungszeichen nur 5 Meter Platz. Ich achte stets darauf, dass mein Griffende Richtung Körpermitte sieht, damit ich auch den Bounce gut einsetze, damit der Schläger wenig hackt. Und entscheidend ist eben ein lockerer Griffdruck und ein Rückschwung, der lange genug ist. Okay, also leicht rechts der Fahne wäre der ideale Spot, um zu landen. Ja, ein wenig kurz und deshalb leider Gottes nur Anfang grün. Und eine, um ehrlich zu sein, schlechtere Birdie-Chance, als ich mir erhofft hätte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schritte. Ich würde sagen, das sollten in etwa 6 Meter sein. 4% Neigung in diese Richtung. Das heißt, 4 Finger rechts der Lochmitte anhalten. Ist dann doch ein guter Meter. Putt zum Birdie am nächsten Loch. Der Putter soll eben, ähnlich wie der Pitch gerade, freischwingen. Ich nehme bewusst die Daumen weg und konzentriere mich nur darauf, weit genug auszuholen. Und das war dann trotzdem ein wenig zu wenig. Ja, der Pitch war einfach zu schwach und deshalb nur das Par auf dem kurzen Par 4. Par 5, 472 Meter mit Gegenwind. Auch da wird es heute wahrscheinlich schwer werden, mit dem zweiten Schlag drauf zu kommen. Aber der Drive ist mal gut. Ein flacher Drive der linken Fairway-Seite entlang. So, 240 Meter Rest. Der Draw mit dem Holz 3 gegen den Wind. Das wird sich natürlich alles nicht ausgehen und es wird einen dritten Schlag brauchen. Der ist okay, leicht rechts, aber es braucht eben, ja, wie befürchtet, den dritten Schlag. Bei dem Gegenwind heute ist es für mich unerreichbar, das Grün mit dem zweiten Schlag. Knappe 60 Meter, ich habe ein 52 Grad Gap Wedge, das ich flach vom rechten Fuß reinspielen möchte. Die Fahne ist eben ganz hinten am Grün platziert. Release 1 heißt quasi, mein Griffende sieht zu meiner linken Hosentasche den ganzen Schwung über und selbst im Finish. Das wäre ja der klassische Release 1. Ja, der ist nicht schlecht, ein wenig kurz vielleicht. Und damit habe ich einen verdammt langen Putt zum Birdie. Ich lasse bewusst die Fahne drinnen, aber nur aus dem Grund, dass du siehst, wo die Fahne oder das Loch ist. Denn normalerweise im Turnier würde ich sie rausnehmen. 2% von rechts nach links. Erneut ein sehr, sehr langer Putt zum Birdie. Ich nehme eben meine Daumen weg und lasse den Schläger einfach schwingen. Und der wahrscheinlich markanteste Unterschied bei diesem Schläger, ich habe selbst das Ganze noch nie so gespürt, ist das, dass der Schläger extrem neutral weggeht. Für all diejenigen, die das Problem haben, dass er mal so leicht wegschlendert, der Schläger, ist dieser Kopf einfach ideal. Man kann die Daumen wegnehmen und der Schläger schwingt einfach. Er schwingt einfach gerade zur Schwungbahn. Die Schlagfläche dreht weder auf noch zu. Das ist wirklich, ja, einzigartig, kann man sagen. Und ich mit meinem Jips
bin da eh das perfekte Opfer. Geh rein. Das ist mal ein sehr, sehr nettes Birdie, würde ich sagen. Lap Golf Putter. Spannend, spannend, spannend. Und weiter geht's nach dem Außenseiter Birdie mit einem kurzen Par 3. 130 Meter sind es zur Fahne, mit Rückenwind diesmal, und deshalb habe ich mich für ein Pitching Wedge entschieden. Das sollte normalerweise ganz gut passen beim Pitching Wedge. Und mit etwas Rückenwind wird der Spin reduziert, sollte deshalb hoffentlich von der Länge her passen. Ja, die Richtung ist gut. Die Frage ist, ob das Ding lang genug ist. Ja, schaut ganz passabel aus, würde ich sagen. Passabel, ja, aber dann doch noch sehr weit weg vom Loch. Also die nächste Außenseiter-Birdie-Chance. Der Ball hatte dann doch mit dem Wedge mehr Spin als gedacht. Also da ist dann doch der Rückenwind nicht ganz so reingefahren wie gedacht. Und nun erwartet mich ein Birdie-Putt. Langer Birdie-Putt, ganz leicht von rechts nach links. Am Ende geht es dann auch noch bergauf, also kein wirklich machbarer Putt, sage ich jetzt mal. Wobei natürlich jeder Putt machbar ist für einen guten Putter. Ob ich mich jetzt als guten Putter bezeichne, das sei mal dahingestellt. Auf alle Fälle merke ich, dass mein Yips ohne Daumen mit dem lockeren Griffdruck deutlich besser ist. Okay, jetzt wird es langsam unheimlich, würde ich sagen. Das nächste Birdie, der nächste lange Putt, der fällt. Liegt es an dem Schläger oder liegt es nicht an dem Schläger? Das ist jetzt die Frage. Aber ich habe schon lange nicht mehr so gut geputtet. Das ist mal Fakt. Und das überrascht mich dann doch ein wenig. Denn in den seltensten Fällen, bekanntlicherweise, liegt es am Schläger. Das nächste Loch ist ein 374 Meter langes Par 4. Ich habe mich für den Driver entschieden und es geht über die Ecke da rechts drüber. Ja, guter Treffer, sollte passen. Das war ehrlicherweise einer meiner besseren Drives auf dem Loch. Denn ich habe nur noch 64 Meter übrig. Der Wind kommt von rechts. Ich entscheide mich wieder für mein 56 Grad Sandwedge. Und das werde ich wieder ganz leicht vom rechten Fuß spielen, um ein wenig Spin rauszunehmen. Go! Ja, Gott sei Dank genug Spin rausgenommen. Der Ball liegt am Grün, aber das wird ein ganz, ganz schwerer Putt zum Birdie. Also, das ist meine Situation. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera so gut erkennen kann, aber hier hängt das Grün gewaltig. 6% von aus meiner Sicht links nach rechts. Schreib bitte unten in die Kommentare rein, würdest du den Putt eher scharf spielen, Richtung Loch, oder würdest du das Ganze so anlegen, dass du den Putt relativ weit oben anträgst, um eben mit dem Gefälle zu arbeiten? Und was mich auch interessieren würde, würdest du es bei langen und bei kurzen Putts anders machen? Das würde mich interessieren. Schreib es bitte unten in die Kommentare rein. Und solltest du zum ersten Mal hier auf meinem Golf-Channel sein oder generell meinen Golf-Channel noch nicht abonniert haben, ja, dann mach das bitte auch gleich. 6% von links nach rechts. Also wenn der Putt ins Loch geht, dann glaube ich, dass irgendwas mit dem Putter nicht stimmt. Das ist jetzt wirklich ein richtig, richtig brutaler Putt. Ja, den nehme ich jederzeit. Und das Par, ich hoffe, ich verschreie es jetzt nicht, nehme ich gerne mit. Jawohl. Par 4, 316 Meter.
Wind kommt ganz leicht von rechts hinten daher. Ideal wäre der Bunker. Das wäre der ideale Spot. Mal schauen, was geht. Er ist weiter links als der Bunker, sollte aber in dem Fall dann sogar noch besser passen. Die etwas riskantere Linie. 39 Meter Rest, leicht bergauf. Es spielt sich wie 43 Meter aufgrund des Höhenunterschieds und die Fahne ist relativ kurz gesteckt. Das heißt wieder Release 2 mit dem Sandwich, locker greifen und den Ball hoch reinbringen. Ja, hoch ist gut, der ist zu lang, der ist zu weit links. Der ist viel zu lang. Der liegt Ende grün. Oh Gott, oh Gott. Damit erwartet mich ein extrem schwerer Putt. Jetzt nicht nervös werden, Philipp. Aber ich hoffe, man kann es gut erkennen. Deshalb habe ich die Kamera so platziert. Es geht dann steil bergab Richtung Fahne. Also das ist genau der Putt, den man sich auf keinen Fall überlassen möchte. Am Ende geht es dann auch ein wenig nach links aus meiner Sicht. Aber es sollten nicht mehr als 1 bis 2% sein. Die Längenkontrolle ist halt verdammt schwer bei dem Putt. Aber der Lap Golf Putter überzeugt mich. Ich muss ihn ja einfach nur schwingen lassen. Die Schlagfläche bleibt zur Schwungbahn super neutral und damit ist es relativ einfach, selbst für mich mit einem Jips, eine gute Startrichtung hinzubekommen. Und der Hundling bricht nicht. Und der Hundling bricht nicht. Schade. Damit noch ein kleiner Tester, der dann, wenn man vor Ort ist, zu einem großen Tester wird. 1 Meter bergauf, ganz leicht von links nach rechts. Auch die Putts sind ganz, ganz wichtige, wie wahrscheinlich jeder Golfer weiß. Und den jipse ich ins Loch. Lap Golf Putter. Ein richtig, richtig cooles Ding, kann ich jetzt schon sagen. Ja, spannend. Das 9. und letzte Loch für heute ist ein Par 4. Ein Par 4 mit 307 Metern. Und ich versuche wieder mit meinem Eisen 4 den Ball ins Spiel zu bringen. Und achte dabei, ich hoffe, man kann es erkennen, eben ganz besonders auf meine Schlagfläche. Die ist leicht geschlossen, deshalb geht es über die linke Fairway-Seite, ist aber da ein ganz guter Spot auf diesem Loch. So, wie weit ist es noch? Es sind noch 138 Meter. Wenn man den Höhenunterschied mit einbezieht, sind es 134. Ich entscheide mich für ein gemütliches Eisen 9. Der Ball liegt ein wenig unter mir, das heißt, er wird wahrscheinlich ein wenig nach rechts abschmieren. Und das meistens auf Kosten von Länge. Mal schauen, die Schlagfläche, die gilt es wieder zu kontrollieren, eben, das ist ganz wichtig. Ja, gesagt, getan, der Ball geht ganz leicht nach rechts und liegt pin-high rechts am Grün. Putt zum Birdie. Zuallererst wird wie immer die Pitchmarke ausgebessert. Das möchte ich wirklich jeden bitten, immer zu machen. Danach wird der Ball gereinigt. Putt zum Birdie. Ganz leicht von rechts nach links, am Anfang mehr, dann Richtung Loch hin wird es weniger. Deshalb nur 1%. Deshalb nur ganz leicht rechts des Loches. Ich nehme wieder meine Daumen weg und versuche den Schläger einfach schwingen zu lassen. Der Lap Golf Putter macht mich technisch gesehen, um ehrlich zu sein, einfach zu einem besseren Putter. Ich weiß nämlich, dass meine Schwäche die ist, weil ich es so gelernt habe, by the way, dass ich zu kurz aushole und dann den Putterkopf beschleunige, anstatt zu entschleunigen. Das heißt, ich habe gelernt, als ich jung war, 1/3 ausholen, 2/3 Durchschwung. Und das ist das Schlechteste, was man beim Putten machen kann, denn damit verliert man die Kontrolle über die Schlagfläche. Und die Schlagfläche ist beim Putten enorm wichtig.
Versuch stattdessen, egal welchen Putter du verwendest, lieber ein wenig weiter auszuholen, damit du gefühlt kürzer durchgehen kannst. Und im Endeffekt wird es dann wahrscheinlich so aussehen, dass dein Rückschwung gleich lange ist wie dein Durchschwung. Und der Putter, der zwingt mich eben dazu. Ich habe den Putter schon in Gran Canaria getestet, ich habe den Putter schon in Caorle getestet. Und da hat er gar nicht so gut funktioniert bei mir, um ehrlich zu sein. Bis ich draufgekommen bin, dass ich einfach den Putter technisch schlecht bewegt habe. Das heißt, ich habe kurz ausgeholt und habe den Putter eher beschleunigt. Und das ist natürlich bei diesem Putter enorm schlecht. Denn dann kommt die Schlagfläche mal geschlossen und manchmal eben offen, also nach rechts verkantet am Ball an. Wenn du mit einem Putter wie dem hier arbeitest, dann musst du wirklich darauf achten, dass du wenig Griffdruck hast. Vielleicht nimmst du mal bewusst eben wie ich die Daumen weg und dann eben in weiterer Folge sollst du versuchen, den Putter schwingen zu lassen. Hol bewusst deutlich weiter aus, als du normal ausholen würdest und lass den Putter seine Arbeit verrichten. Du wirst merken, der ist so gut ausbalanciert auf deinen Leihwinkel hin, dass er sich einfach nicht verdrehen kann. Und der entscheidende Punkt ist einfach der, bei solchen Puttern musst du bitte wirklich ein Fitting machen. Denn, wie gesagt, ich habe einen Leihwinkel von 68 Grad. Würde ich mit einem 70 Grad Schläger spielen, hätte das Ganze eigentlich keinen Sinn. Deshalb verstehe ich Odyssey zum Beispiel hier nicht ganz, warum sie einen Putter anbieten, der 70 Grad Leihwinkel hat. Weil 70 Grad Leihwinkel ist so gut wie nie der richtige Leihwinkel für den Spieler an sich. Und gerade bei dieser Technologie geht es ja nur um den Leihwinkel. Also bitte unbedingt, wenn du so einen Putter haben möchtest, ein Fitting machen, weil sonst macht das Ding ja einfach keinen Sinn. So, Putt zum Birdie, Daumen weg und weit ausholen und den Putter schwingen lassen. Und weil das Ding so kurz ist, bleibt noch ein kleiner Tester übrig. Ja, super, das freut mich ganz besonders. Der hoffentlich letzte Putt des Tages, relativ gerade, wenig Break, Daumen weg und den Putter schwingen lassen. Und damit verabschiede ich mich mit einem wunderschönen Paar. Da bin ich nochmal sehr zufrieden und hoffe, dass du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich möchte mich wie immer abschließend herzlich fürs Zuschauen bedanken und freue mich schon aufs nächste Video, denn dann geht's wieder raus. Jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt kann ich wieder am Platz spielen, jetzt kann ich wieder draußen Videos machen und das ist das, was ich als Golfer einfach liebe. In diesem Sinne, schönen Abend noch, schönes Spiel, ciao.